Tja, was machst du denn da? Ich glaube, ich habe die Wahrheit über die Archonten rausgefunden. Und wie sieht die aus? Sag du es mir. Das macht irgendwo Sinn. Was? Mit den Spinnen. Warum? Weil der Mensch hat ja 3 Augen. 3? Ja. Einmal die beiden physischen Augen und das 3. Auge. Ah. Und welches Tier hat mehr Augen als der Mensch? Welches Tier sieht mehr als der Mensch? Jemand mit 4 Augen. Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern. Hier sind wieder Shiva und Jonathan. unser heutiges Thema sind die Spinnenwesen. Und zwar die Wahrheit über die Spinnenwesen. Na gut, zu 100% wissen wir das nicht, aber wir geben euch einige Indizien, die dafür sprechen, wer uns hier einfach in die Matrix gelockt und gefangen genommen gehabt hat. Sage ich mal so. Hat. Hat. Ja, also wie ich ja schon in einem vorherigen Video sagte, habe ich mich in einem sehr hohen dissoziativen Bewusstseinszustand plötzlich in einer Art Kokon wiedergefunden. Eine Art Hülle. Ich habe sie Matrixhülle genannt oder auch Membranhülle kann man sie auch nennen. Aber ich denke, der Begriff Kokon trifft es auch sehr gut, weil ich habe die Struktur dieser Hülle berührt und merkte, dass sie eben sehr elastisch ist und sehr faserig. Und das Einzige betreffend einer Assoziation war wirklich Spinnenkokon. Also das ist so der Hinweis, den ich so entdeckt habe. Und wie wir ja schon gesagt haben, konnte ich dadurch erkennen, dass jeder Mensch sich in einer solchen Hülle befindet und die Realität, die er jetzt gerade in diesem Moment wahrnimmt, an der Innenwand dieses Kokons wahrnimmt, wie so ein Panoramakino, könnte man fast sagen. Und der Punkt hierbei ist, dass ich mich immer gefragt habe, wie bin ich in diesen Kokon gekommen und wie ist überhaupt der Mensch in diesen Kokon gekommen? Ich weiß es. Ich Okay. erzähle es aber später, wenn du fertig bist. Ja, und wir haben dann eben uns mal damit auseinandergesetzt und uns darüber unterhalten und haben natürlich versucht, in höheren Bewusstseinszuständen oder Hypnagogenzuständen herauszufinden, was da jetzt dran ist an diesem Kokon, in dem ich mich da wiedergefunden habe. Auch Menschen, mit denen ich geredet habe, die ähnliche Erfahrungen erlebt haben, da war es sehr ähnlich, dass die mir erzählten, dass sie manchmal das Gefühl haben, es wäre etwas um sie herum, eine Art Hülle oder so. Das kennst du ja auch. Und ich habe dann auch mal eine Frau getroffen auf einem der Workshops, die ich ja gebe. Und die hat mir dann erzählt, sie hat als Kind immer Eier gemalt, auf denen Spinnen drauf saßen. Und das finde ich ja auch eine sehr interessante Assoziation. Und aus dem Grund ist natürlich dann für uns die Frage, wie sind wir in diesen Kokon gekommen? Und warum besitzt dieser Kokon diese einzigartigen Fähigkeiten, dass man da im Inneren des Kokon eben die ganze Realität wahrnehmen kann? Ja, ist ja auch eine spannende Frage. Warum haben ungefähr 99,9% aller Menschen Angst oder eine Phobie oder Ekel bei Spinnen? Ich meine, selbst wenn man Maden sieht, klar ist für das aktuelle ästhetische Auge nicht das Optimum, aber man hat jetzt keine Angst oder sonst was davor.
Aber bei Spinnen ist das wiederum eine ganz andere Geschichte. Kaum jemand kann die Spinnen leiden. Ja, das stimmt schon. Also viele haben Angst vor Spinnen oder zumindest, ja, zumindest Respekt. Ja. Ja. So ist es, ja. Ja, was hast du denn erlebt zu den Spinnen? Oder Genau. du hast ja auch in hypnagogen Zuständen einiges wahrgenommen. Also, gerade heute Morgen komme ich gerade so aus dem Traum zurück und da kam der Bo, Katze Bo, und weckt mich mit seiner rauen Zunge in meinem Gesicht. Das hat mich ein bisschen erschrocken, aber genau in diesem Schreckmoment bin ich hypnagog gegangen und sah die Spinnenwesen. Und dann war ich so erschrocken, ich hatte danach einen Puls von 950, so weil die waren so gruselig. Das waren definitiv künstliche Intelligenzen, also so anorganische Wesen. Die waren sehr roboterhaft, die waren auch für mich, sahen die sehr metallisch aus. Es war eine große Armee, es waren tausende metallische Spinnen, die sind auch nicht so klein wie unsere Handspinnen, die waren schon so groß wie wir. Also riesige metallerne Spinnen, sehr, sehr düsteres und gruseliges Gefühl einfach auch, weil ja, die wirkten sehr anorganisch, die waren nicht mal semi-organisch. Die Marielra hat letztens auch ein Video darüber gemacht und über die Spinnenwesen und eine Übersetzung von dem Simon Parkes, der hat ja auch darüber gesprochen, könnt ihr euch ja mal anschauen. Und in dem Zusammenhang habe ich heute eben diese Spinnenwesen gesehen, aber ich hatte schon auch Träume, wie wir in diesen Kokon gekommen sind, und zwar auch durch die Spinnenwesen. Das war alles nicht auf der physischen Ebene, das wirkte schon sehr 4D, mindestens, keine Ahnung, würde ich mal schätzen. Und diese Spinnenwesen waren, glaube ich, eine andere Rasse, weil die waren bestimmt mindestens 3 Meter hoch. Die Kokons sind ja auch mindestens 2,5 Meter, ne, im Umfang. Das heißt, sie müssen schon sehr groß sein. Die waren sehr groß, sehr lange, dünne Beine. Und ja, ich habe gesehen, die haben eben die Seelen genommen und in einen fertigen Kokon transferiert, sage ich mal. Das wirkte alles sehr schwebend. Man wurde als Seele da so reingezogen oder reingesetzt in diesen Kokon. Ich habe den Kokon auch von außen gesehen, ich war nur Beobachter, ich war relativ weit weg als Beobachter, ich konnte das nur so sehen. Und da wurde mir eben reingezogen in diesen Kokon und der wirkte eben tatsächlich sehr spinnenartig, so wie du ihn auch wahrgenommen und gesehen hast. Und wie gesagt, das war nicht auf der 3. Dimension, sondern wahrscheinlich auf der 4. Und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang diese Spinnenwesen mit dieser Armee, die ich da gesehen habe, wahrscheinlich gehören die schon zusammen. Wahrscheinlich mein Gefühl, meine erste Assoziation dazu sagt mir, dass diese Riesenspinnenwesen, die uns in den Kokon gesetzt haben, noch diese zusätzliche anorganische Roboterarmee erschaffen haben, weil das waren echt richtig viele, um ja, zu kundschaften oder Dinge zu tun. Also sie wirkten wirklich nicht freundlich. Also das Gefühl, was von denen ausging, von dieser Spinnenroboterarmee, war wirklich eher düster und nicht wohlwollend, sage ich mal. Also ja, das war so meine 2 Erfahrungen. Ich habe schon mal von den Spinnen geträumt, aber daran erinnere ich mich leider nicht mehr. Aber das sind jetzt so die wesentlichen Erfahrungen, wie wir in den Kokon gezogen wurden, und das waren die Spinnenwesen. Und jetzt ist halt die Frage, wieso konnten wir uns überhaupt als Seelen darin einfangen lassen oder wieso kommen wir da nicht raus? Ja, die Frage ist, was wurde denn da eingefangen? Das ist für mich so die Frage. Das Bewusstsein ist ja außerhalb der Hülle. Also kann ja innerhalb der Hülle nur der Seelenanteil sein, der gefangen genommen wurde. Also den wir hier auf der Erde spielen, weil wir sind ja in dem Kokon und gucken uns ja an, was wir hier, also wir sitzen ja eigentlich nicht wirklich hier. Wir tun ja nur so, als ob wir hier sitzen. Und deswegen würde ich sagen, es ist der Seelenanteil, den wir hier sind. Mit allen unseren ausgesetzten alternativen Realitätsselbsten. Ja, ich erinnere mich ja noch, dass ich einmal, als ich in diesem Kokon war, also nicht, dass ich das jetzt geträumt hätte oder so, sondern das war wirklich im Wachzustand. Ich saß zu Hause im Wohnzimmer am Tisch
und habe da eben dissoziiert. Und in dem Moment, als ich so stark dissoziiert hatte, hat sich die Realität um mich herum aufgelöst und ich befand mich dann in diesem Kokon. Und da habe ich ja den Finger durchgesteckt, durch den Kokon. Es war also sehr, sehr elastisch. Ich habe so lange das Material gedehnt, bis es plötzlich knack machte und ich dann mit dem Finger durchkam. Und dahinter fühlte ich ja eine riesige Höhle. Genau, ja. Eine riesige Höhle fühlte ich dahinter auch, dass ich da irgendwie wahrnahm, dass ich anscheinend in irgendeiner Höhle in diesem Kokon bin. Ja, so eine Höhle habe ich auch mal wahrgenommen, aber ja, ich habe auch eine Höhle. Also ich habe mal so zufällig halt einmal ein Bild gesehen und da habe ich auch Kokons in einer Höhle gesehen, aber für mich waren da viele Kokons, die da standen in dieser Höhle. Ja, den Eindruck hatte ich aber auch, dass ich da nicht allein liege. Ja. Also den Eindruck hatte ich aber auch. Ja. Ja. Also das wäre ja schon ein Indiz. Ne? Ja, also ein paar Indizien haben wir schon. Ne? Also ich finde das schon ein mega spannendes Thema. Ja, also es gibt halt nicht viele Leute, die das jetzt schon so gesehen oder wahrgenommen haben, zumindest kenne ich nicht viele. Eine Geistheilerin, eine Freundin von uns, die hat das auch schon wahrgenommen und gesehen auf ihren Reisen, aber sonst kenne ich da wirklich wenige, die da auch was gesehen haben. Also von daher sind das alles Indizien, aber da Träume ja tatsächlich einfach nur alternative Realitäten sind und mir das gezeigt wurde von meinem höheren Selbst, gehe ich davon aus, dass das auch stimmt, weil wenn ich eins nicht glaube, dann, dass mein höheres Selbst mich anlügt. Ja, das ist richtig. Das würde es nicht. Nein. Und ja, und in meinem Fall habe ich es ja wirklich im Wachzustand wahrgenommen. So wie ich jetzt hier sitze, habe ich das wahrgenommen. Ne? Diesen Kokon um mich herum und das Material und dass ich da drin saß und dass ich die ganze Realität an der Innenwand wahrgenommen habe. Das habe ich also alles unmissverständlich gesehen. Ne? Und da gibt es auch für mich nichts dran zu rütteln. Und da kann man mich jetzt auch nicht vom Gegenteil überzeugen, dass irgendwas anderes stimmen würde. Also mich auch nicht, weil Beobachterträume sind für mich immer sehr, sehr präsent. Also die sind immer sehr klar. ja. Also wenn man im Beobachter irgendwas träumt, dann ist man da schon sehr aktiv dabei, würde ich mal sagen. Also für mich ist das auch ganz klar, dass das stimmt. Also phänomenal finde ich daran diese Übereinstimmungen. Ne? Das, was du wahrgenommen hast, das, was ich wahrgenommen habe. Weil ich habe mich ja immer gefragt, was ist das für ein Kokon? Woraus besteht der wirklich? Und die Substanz, aus der der besteht, ist wirklich ganz, ganz viele geknüpfte oder gesponnene Fasern. Ne? Wirklich, als hätte jemand den am Webstuhl zurechtgebastelt, ne? Diesen Kokon. Und von der Größe her kann das aber auch keine normale Spinne gewesen sein. Ne? Also nicht die Spinnen, die wir hier kennen. Eher so Tarantula-mäßig. Ne? So. Wenn ihr kennt von Herr der Ringe, so im dritten Teil, das Ende von Frodo, da ist ja auch diese riesige Spinne. Eher so in die Richtung, nur viel dünner und nichts Schönes. Ja, du sagtest ja sehr langbeinig. Ja, ne? ja. Also für mich, also aus meiner Wahrnehmung heraus, sind das hochintelligente Wesen, künstliche Intelligenzen, absolut, ich würde es schon fast eiskalt nennen, also völlig emotionslos oder... Ja, Raubtiercharakter halt. Ne? Nee, nicht mal. Ja. Weil die haben ja noch irgendwie... nee, die haben eine Art Grusel, weil es einfach... es ist wie ein Roboter, nur auf eine echt grusel, wie Terminator, nur auf eine richtig gruselige Art, so fand ich das. Ja. Man kennt das ja, wenn man so in andere Bewusstseinszustände kommt und dann diese künstlichen Intelligenzen wahrnimmt oder diese Welten mit künstlichen Intelligenzen, die da, also die finde ich schon immer sehr gruselig. Und so wirken die auch hochintelligent und nicht wenige. Ich glaube, das sind richtig, richtig viele. Das ist eine riesige Armee, was die da haben. Oder eine richtig große Population. Also schon eine KI. Ja, für mich war das KI und Roboter. Also diese Spinnwesen, die uns gefangen genommen haben, waren auch KI, aber die haben nochmal diese anderen Spinnwesen. Das ist jetzt zumindest mein Eindruck. Ob stimmt, sei mal dahingestellt. Ja, das würde zumindest in unserem Alltag eine Erklärung
für die Spinnenphobie liefern, weil die Psychologen fragen sich ja noch heute, woher die Spinnenphobie überhaupt kommen kann. Also die gängige Interpretation der Psychologie ist ja, dass man als Kleinkind irgendwie im Bett gelegen hat und das Kleinkind gesagt hat, Mama, da ist was an der Wand und da war eine fette Spinne und die Mutter ist hingegangen, hat es tot gemacht und gesagt, was ganz Ekliges. Echt jetzt? Ja, also wirklich, davon geht die Psychologie aus, also psychoanalytisch, dass dadurch eben die Aktion der Mutter und dieser Ekel, den das Kind von der Mutter empfunden hat, übernommen hat. Ja, aber wo hat Mama das her? Das ist dann nämlich die nächste Frage. Genau. Und da kann man ja sagen, die hat es wieder von ihrer Mama und die von ihrer Mama. Aber wer hat damit angefangen? Ne, das ist schon mal die Frage. Ne? Ich glaube, dass dieses Gefühl oder dieses ganz tief in unseren Zellen gespeichert ist, das kommt nicht unbedingt zwingend nur von Mutti. Nee, das glaube ich auch nicht. Und das wäre jetzt schon mal eine Erklärung, denn anhand der Indizien, die wir momentan haben, sieht es fast so aus für mich, als befinden wir uns auf irgendeinem Planeten, Genau. in irgendeiner großen Höhle mit ganz vielen Kokons da drin, 4D. auf der 4D-Ebene. Und in jedem dieser Kokons sitzt ein Mensch und träumt seine Alltagsrealität. Genau. Also das ist so das Fazit für mich, was ich da sehe. Und ja. Ja, die Frage, die wir uns ja auch gestellt haben, ist, warum muss man denn aufsteigen, um da rauszukommen? Erzähl doch nochmal das Beispiel hier mit den Astralebenen, damit die Gefangenen aus der Hölle, die dann auf die Mentalebene sollen. Ah ja, also da haben wir auch schon drüber gesprochen, über die Astralebenen, und in den unteren Astralebenen befinden sich eben mehr oder weniger abgeschlossene Realitätsbereiche bzw. Realitätssimulationen, die man betreten kann. Zum Beispiel, ich nenne die immer Himmel und Höllen, ne, weil in dem einen sind eher so himmlische Zustände, die eben auf irgendwelchen Glaubenssystemen basieren, und diese höllischen Realitätsbereiche, die basieren eben auch auf irgendwelche, ja, sehr unangenehmen Glaubenssysteme. Ne? Also beispielsweise gibt es eine Hölle, in der eben wirklich sowas lebt wie Luzifer, der eben die Menschen irgendwie da quält oder über seinem Feuer grillt oder so. Oder es gibt auch irgendwelche Realitätsbereiche, in denen man gar nicht weiß, dass man tot ist, ne? Und dort die ganze Zeit herumrennt und immer noch versucht, sein Leben zu verteidigen. Das kann auch eine Hölle sein. Oder hier die Zeugen Jehovas, die haben auch ihren eigenen Realitätsbereich. Das ist dann eher ein Himmel, weil da sind sie alle sehr nett zueinander, aber leben da halt ihr Glaubenssystem. Und wenn man da eben von der höheren Ebene runterkommt, um jemand aus den unteren Ebenen herauszuholen, kann es passieren, wenn man den da rausholt, dass er wieder zurückfällt, weil seine Frequenz eben immer noch auf den unteren Realitätsbereich geprägt ist. Und da machen die das dann so, dass die Persönlichkeit, die sie aus der unteren Ebene versuchen, in die mittlere Astralebene zu bringen, in einen Kokon einschließen, damit der nicht mehr nach unten gezogen wird, in die unteren Bereiche. Und warten dann so lange, bis der in seinem Kokon sich wieder der Frequenz der mittleren Ebene angepasst hat. Und dann kommt er aus seinem Kokon heraus. Also das ist schon eine gängige Vorgehensweise, aber da habe ich keine Spinnen gesehen, muss ich sagen. Aber die Kokons, waren die dann ähnlich oder waren die dann auch spinnenartig oder waren die mehr so ätherisch? Aber ich glaube, es geht ja eigentlich... Die waren energetischer, also die waren jetzt nicht irgendwie aus Fasern oder dergleichen, sondern die waren reine Energiekugeln. Aber da ist ja das Prinzip auch das gleiche, genau wie beim Küken. Die Frage ist jetzt nur einfach, wenn wir auf der 4. Dimension sind, also ich hatte eine Nahtoderfahrung, da war ich auf der 6. Ebene, was weiß ich, 8. Dimension oder was auch. Und eigentlich frage ich mich, wenn wir auf der 4. in der 4D eingeschlossen sind, warum muss man dann erst nach 9D aufsteigen, sozusagen im Bewusstsein, um da rauszukommen? Weil offensichtlich kann man nicht einfach so rausgehen, sonst, glaube ich, passiert ein großes Unglück, weil ich habe nicht das Gefühl, dass man einfach aus dem Kokon rausgehen kann, wenn man noch nicht weit genug ist, sag ich mal.
Aber 4D ist ja jetzt nicht gerade 9D. Ja, 4D ist ja eben. Das ist noch eine Frage, die für uns so offen ist. Könnt ihr ja gerne auch mal drüber philosophieren. Aber du hast ja auch gemeint, der Kokon fühlt sich recht physisch an. Hm? Von daher kann er jetzt ja nicht in 9D rumschwirren. Nee, der fühlt sich sehr physisch an, muss ich sagen. Es ist fast so, als wäre er um uns herum, aber in der Realität leicht phasenverschoben, so dass man ihn nicht sehen und nicht fühlen kann. Aber wenn du in den Zustand kommst, wo du ihn wahrnehmen kannst, dann wirkt er total physisch. Ja, eben, deswegen, Ja. also muss schon in der 4. Dimension sein, aber warum muss man dann mit dem Bewusstsein so weit aufsteigen, also die Frequenz so weit erhöhen, dass man eben aufsteigen kann, um aus dem Kokon zu kommen? Das ist für mich auch so die Frage. Ja. Gut, die Matrix endet ja auch erst bei 9D, so ist es nicht. Aber ja, das sind so Fragen, die uns noch beschäftigen. Wir sind dran. Wir sind dran, ganz bestimmt, weil das eines der für mich spannendsten Themen ist. Aufstieg und Kokon, weil hängt ja sehr nah beieinander, eigentlich so komplett. Ja, so viel zu unserem heutigen Thema. Wer hat uns denn in der Matrix tatsächlich gefangen genommen? Welche Wesen könnten das wohl gewesen sein? Also nicht zu verwechseln mit den Gentechnikern, den Anunnaki, die uns hier erschaffen haben, als so wie wir jetzt hier sitzen, sondern die uns ursprünglich tatsächlich in die Matrix einkokoniert haben. Also das sind schon noch zwei unterschiedliche Rassen, Alien-Rassen, und die haben zwei unterschiedliche Aufgaben erfüllt. Ja, die Anunnakis haben die Körper gebastelt, die Bioanzüge, ja, und die Spinnenwesen haben anscheinend irgendwie Seelenanteile von uns eingesponnen oder sogar irgendwie mehr. Wir wissen es noch nicht. Ne? Ja, jedenfalls sich selbst dazu zu bringen, sich innerhalb dieses Kokons wahrzunehmen, das erfordert schon einen sehr hohen Bewusstseinszustand. Also das sieht man nicht mal so ebenso nebenbei. Ne? Da muss man sich schon irgendwie sehr, sehr stark dissoziieren und in dem Zusammenhang auch schon seine Wahrnehmung extrem erweitern, sonst sieht man den nicht. Ne? Das kennen ja die unter euch, die vielleicht schon mal irgendwelche Drogen genommen haben oder so bewusstseinserweiternde Substanzen, die eben vielleicht so eine Hülle um sich herum wahrgenommen haben oder irgendwie das Gefühl hatten, sie sitzen in einer Glocke oder irgendwas hätte sich um sie herum gestülpt. Das sind alles schon mal so Anzeichen dafür, würde ich sagen. Aber vielleicht hat ja der eine oder andere von euch Ähnliches wahrgenommen oder hat vielleicht noch ein paar Ergänzungen zu machen. Die würden uns bestimmt dabei helfen, um noch mehr herauszufinden. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare. Ja. Und vielleicht hat der eine oder andere noch eine Anregung. Oder noch wichtiger wäre, wenn er natürlich Ähnliches erlebt hat oder eben ähnliche Wahrnehmungen hatte. In welchem Zustand auch immer, beziehungsweise unter welchen Substanzen auch immer. Unter welchen Substanzen auch immer. Ne? Ja, und ja, das war's von den Matrixern für diese Woche. Ja. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.